Hallo meine Lieben, als erstes wünsche ich euch allen ein gesundes neues Jahr und hoffe, ihr seid alle gut reingerutscht. Mich hat leider auch die Grippe erwischt, darum hört sich meine Stimme ein bisschen komisch an und bitte um Verständnis. Hier ist auch schon der erste Patient. Das ist ein E46 Vor-Facelift Baujahr 98 mit dem M43 Motor. Da kommen Geräusche aus dem Motorraum und das schauen wir uns mal nach dem Intro genauer an. Viel Spaß! Ich mache jetzt mal die Motorhaube auf und dann hören wir uns mal das Geräusch im Motor an. Und man hört sofort die Wasserpumpe. Das Lager ist völlig hinüber, die muss neu. Man sieht auch, dass er an der Wasserpumpe Wasser verliert. Ich besorge jetzt schnell eine neue Wasserpumpe und bei der Gelegenheit mache ich gleich die Rolle und den Keilrippenriemen mit. Bis in einer Sekunde. So, hier sind die Teile. Die Wasserpumpe von SKF und die Rolle ist von Denkermann. Ist günstiger als bei SKF, aber das Kugellager ist trotzdem von SKF. Da steht's. SKF. Leider hat mein Teilefuzzi den Keilrippenriemen nicht da gehabt. Darum baue ich erstmal den alten wieder ein, bis ich den neuen bekomme. Ist ja nur eine Minute Arbeit. Ich baue bei dem den Unterfahrschutz ab. Das braucht ihr nicht machen. Ich mag es nur nicht, wenn das ganze Kühlwasser in der Werkstatt verteilt ist. Als erstes lösen wir die 4 Schrauben von der Riemenscheibe mit einer 10er Nuss. Nächster Schritt, den Keilrippenriemen entspannen. Dafür nehmt ihr euch eine Ratsche mit einer 15er Nuss und einen 4 mm Bohrer. Die Ratsche stellt ihr auf Aufschrauben und setzt die an die Schraube von der Rolle an. Der Bohrer kommt in dieses Loch. Jetzt dreht ihr die Ratsche gegen den Uhrzeigersinn, bis die beiden Löcher übereinstimmen. Den Bohrer durchschieben und fertig. Bevor ich den Keilrippenriemen abnehme, markiere ich mir die Laufrichtung, da ich ihn erstmal wieder verwende. Macht euch auch ein Bild mit dem Handy. Das macht das Auflegen später leichter. Jetzt nehmen wir die Riemenscheibe ab. Die 4 Schrauben haben wir ja schon gelöst. Schaut euch das mal an, wie viel Spiel hier drin ist. Die wären nicht mehr lange gelaufen. Als nächstes kommt die Wasserpumpe raus. Dafür schraubt man die 3 Schrauben mit einer 10er Nuss raus und die mit einem 6er Imbus. Die Schrauben sind raus, aber die Wasserpumpe kann man nicht so einfach rausziehen. Die sitzt fest. Kommt jetzt bloß nicht auf komische Ideen mit Rohrzangen und brachialen Hebeln, die da rauszuziehen. Das kann in die Hose gehen. Nehmt euch einfach 2 längere M6er Schrauben. Die eine kommt hier rein. Und die andere
hier rein. Die muss man erstmal reindrehen, bis man einen Widerstand merkt. Und dann immer abwechselnd die 2 Umdrehungen reinschrauben, bis die Wasserpumpe draußen ist. Vergesst nicht, einen Auffangbehälter drunter zu packen, um das Kühlwasser aufzufangen. Hört euch das mal an. Die ist völlig fertig. Hier ist die neue Wasserpumpe. Da hört man gar nichts. Die baue ich jetzt ein. Bevor man die neue Wasserpumpe einbaut, macht hier erstmal alles schön sauber. Und pustet die Schraubenlöcher mit Druckluft aus. Benetzt den O-Durchdring noch mit Kühlerfrostschutz und dann kann sie eingebaut werden. Die 3 kleinen werden mit 10 Newtonmeter festgezogen und die große mit 25. Die Riemenscheibe kann wieder drauf. Die 4 Schrauben werden erstmal nur handfest angezogen und später mit 10 Newtonmeter festgezogen. Als nächstes tausche ich die Rolle. Dafür muss erstmal der Bohrer wieder raus. Das ist der gleiche Prozess wie vorhin, nur umgekehrt. Jetzt kann man die Schraube rausschrauben, aber aufpassen, das ist ein Linksgewinde. Das heißt, man muss die Ratsche auf Zuschrauben stellen, um die Schraube zu lösen. Wie ich mir schon gedacht habe, das Lager von der Rolle ist auch hinüber. Bauen wir die neue Rolle ein. Die wird in umgekehrter Reihenfolge wieder montiert und die Schraube wird mit 37 Newtonmeter festgezogen. Die Rolle ist fest und jetzt kann der Keilrippenriemen wieder drauf. Wenn ihr an der Spannrolle arbeitet, seid vorsichtig, denn da herrscht eine sehr hohe Federkraft. Die hat schon mal den ein oder anderen verletzt. Jetzt noch die 4 Schrauben von der Riemenscheibe mit 10 Newtonmeter festziehen. So, der letzte Schritt ist, das Kühlwasser wieder aufzufüllen. Bei dem ist es sehr wichtig, dass ihr es auch richtig entlüftet. Als erstes die Entlüfterschraube rausschrauben. Die Entlüftung erfolgt während der Befüllung. Vor der Befüllung die Zündung einschalten. Die Heizung auf Max stellen
und das Gebläse auf 1 stellen. Damit sind die Heizungsventile geöffnet. Jetzt befüllen, aber nicht zu schnell. Man befüllt so lange, bis die Kühlflüssigkeit blasenfrei hier rauskommt. Das war's. Wenn die Kühlflüssigkeit blasenfrei rauskam, kann man die Entlüftungsschraube wieder reindrehen. Aber nur handfest. Und den Deckel auch. Das war's. Und fertig sind wir. Kontrolliert den Kühlmittelstand nochmal, wenn das Thermostat geöffnet hat. Aber lasst den Motor komplett abkühlen, bevor ihr den Deckel aufmacht. Sonst kann es zu schweren Verbrennungen führen. Jetzt hören wir uns mal den Motor an, wie der jetzt klingt. Starte mal. Jetzt läuft er schön sauber und ruhig. Kannst du ausmachen. Mission erfüllt. So, das war's auch schon wieder für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mich immer noch nicht abonniert habt, auf den Abo-Button draufklicken. Also, bis zum nächsten Mal. Eure Gina.